Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ride On with Friends. Mein Name ist Jürgen und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. OTA für das Carborite W702BS ist endlich da. In Deutschland gibt es eine Redewendung, gut Ding will Weile haben. Heute ist es endlich soweit. Ich habe die neue Firmware für mein W702BS erhalten, um endlich das neue OTA-Update-Verfahren nutzen zu können. Wie im letzten Video bereits angekündigt, stellt ja Carborite sukzessive sein Update-Verfahren auf OTA, also Over the Air, um. Es geht noch einfacher als ursprünglich geplant und die Tests für die ersten Produkte waren nun erfolgreich. Wie das neue Verfahren im Detail funktioniert, werde ich in diesem Video vorstellen. Zunächst aber ein Update zum Status Quo gegenüber meinem letzten Video. Aufgrund des enormen Markterfolges der vielen Carborite-Produkten und der ständigen Verbesserung der Software sind nicht nur viele verschiedene Serienstände in den letzten Monaten und Jahren verkauft worden, es gibt auch unterschiedliche Softwarestände, die bei der Umstellung des Verfahrens berücksichtigt werden müssen. Carborite hat nun den Test für das W702BS im Serienstand S8 und S9 erfolgreich abgeschlossen und liefert hier den ersten Kunden die Firmware für OTA aus. Weitere Produkte folgen sukzessive. Wie anfangs erwähnt, gut Ding will Weile haben. Erst wenn alle Tests erfolgreich abgeschlossen sind, erfolgt die Freigabe für den Endkunden. Was sind die Voraussetzungen für OTA? Am besten, du wendest dich an den Carborite Support und fragst an, ob es für dein W702BS Serien- und Softwarestand bereits die neue freigegebene Firmware für OTA gibt. Du erhältst dann per E-Mail wie gewohnt die Datei isp-boot.bin, die du ein letztes Mal über eine MicroSD-Karte installieren musst. Wie das geht, habe ich ja bereits in anderen Videos vorgestellt. Der Update-Vorgang dauert etwa 30 Sekunden. Wenn du die Meldung Burn Success Welcome erhältst, dann ist alles ordnungsgemäß durchgelaufen und du kannst das Carborite dann neu starten. Ich habe dann die neue OTA-Firmware mit der Version 3.03 installiert. Schauen wir uns jetzt einmal die neuen Funktionalitäten an. Generell verbindet man das Carborite über Wireless LAN mit der Carborite Cloud. Es wird dann geprüft, ob ein Update vorliegt und wenn das der Fall ist, dann wird das Support Package direkt über die Internetverbindung auf das Gerät geladen und aktualisiert. In den Systemeinstellungen findet man nun zwei neue Menüpunkte, MPEG OTA und MCU OTA. Wer erst jetzt über meinen Rabattcode das W702BS bestellt, erhält nicht nur 32% Rabatt, sondern auch gleich die neuen Funktionalitäten. Es gibt prinzipiell zwei unterschiedliche Update-Prozeduren. Der erste Menüpunkt MPEG OTA ist das Update-Verfahren der kundenspezifischen Firmware-Version, die Einstellungen und Anpassungen enthält, die gezielt für dein spezifisches Modell und deine Hardware-Konfiguration erstellt werden. Die Firmware beinhaltet unter anderem neue Boot-Logos, Menüfunktionen und ein Update der Firmware erfolgt im Sinne der kontinuierlichen Verbesserung der Produkte regelmäßig. Die installierte Version kann man in den Systemeinstellungen unter Customer Version, also Kundenversion, sehen. Hier ist die Version 3.04 installiert. Der zweite neue Menüpunkt MCU OTA beinhaltet das Update-Verfahren für die Microcontroller Unit Firmware, die für die Kommunikation zwischen Touchscreen, Audio, Bluetooth, Wi-Fi, die Steuerung der Schnittstellen und das Bootverhalten zuständig ist. Da die MCU-Firmware seltener aktualisiert wird, ist eine Trennung über einen eigenen Menüpunkt sinnvoll. Ich habe aktuell die Version 1.13 installiert.
In beiden Menüpunkten stellt man zunächst über Wireless LAN eine Verbindung zum Internet her. Man benötigt hierzu kein Smartphone. Wähle im CarPoRite einfach ein verfügbares Netzwerk aus und starte über den Schalter nach Updates suchen die Update-Prozedur. Es wird unten links die aktuelle Version angezeigt und nach Start der Prozedur geprüft, ob in der CarPoRite Cloud ein neues Update verfügbar ist. Dies ist bei mir tatsächlich der Fall und über den Schalter Herunterladen lade ich im ersten Schritt die neue Firmware mit der Version 3.04 und führe anschließend ein Update durch. Wie bereits bekannt, muss danach CarPoRite neu gestartet werden. Man sieht jetzt in den Systemeinstellungen, dass die Customer Version sich von 3.03 auf 3.04 geändert hat. Das gleiche Verfahren wende ich zum Update meiner Microcontroller Unit Firmware an. Das Netzwerk wurde nun automatisch erkannt und verbunden. In diesem Fall gibt es kein Update. Die installierte Version 1.13 ist noch aktuell. Kommen wir zur Zusammenfassung. Das neue OTA-Update-Verfahren funktioniert super und direkt mit jedem Wireless LAN, auch ohne Smartphone. Die Bedienung ist einfach, schnell und erleichtert das Update der Firmware enorm. Aktuell ist das OTA-Verfahren nur für das W702BS verfügbar, aber CarPoRite arbeitet mit Hochdruck dran, dass demnächst weitere Produkte unterstützt werden. Ich bin mit CarPoRite im ständigen Kontakt und halte euch auf dem Laufenden. Wenn du nichts verpassen willst, dann abonniere einfach kostenlos den Kanal und schenke mir ein Like. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, euer Jürgen. I've never known a love so steady.